Hallo, heute mache ich ein Video zum Thema vedische Numerologie über etwas, was nicht in meinem Buch steht. Ich werde auch in der Zukunft Videos machen, die zusätzlich zu diesem Buch sind, denn die sind ergänzend. Ich weiß, dass viele Menschen diese Informationen aufschreiben, sammeln und sogar die ganzen Ordner schon haben. In diesem Video erzähle ich dir über eine geheime Bedeutung von der Zahl 0 im Geburtsdatum. Und das betrifft nur Geburtstag. Das heißt, es betrifft Menschen, die am 10., am 20. und am 30. eines Monats geboren sind. In meinem Buch stehen einige Informationen zu der Zahl 0 natürlich. Und in anderen Videos von mir habe ich schon erzählt, dass auch Indigo-Menschen diese Nulle im Geburtstag haben. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema. 0 als Zeichen auf ein besonderes Thema. Natürlich, man sagt, dass zum Beispiel eine 0 nach der Zahl 1, 2 oder 3 im Geburtsdatum, also wenn jemand am 20. Januar, Februar, März, April und so weiter geboren ist, am 10. Januar, Februar, März und so weiter und am 30. Ja, wir nehmen nur den Geburtstag, nur diese Zahl. Das betrifft nicht irgendwelche Summe, Quersumme von den Zahlen und auch nicht die Lebenszahl. Nur die ersten 2 Zahlen vorne im Geburtsdatum. Sie deuten darauf hin, die erste Zahl bei den Zahlen 10, 20, 30 ist die reine Energie der Zahl. Reine Energie der Zahl 1 zum Beispiel, dazu kommt eine 0. Und von einer Seite gibt diese 0 besondere Fähigkeiten in diesem Bereich. Die Zahl 1 ist eine Individualität. Das ist jemand, der für den Rest der Welt irgendwie nicht ganz normal ist, im Sinne nicht indoktriniert in das System. Jemand, der kreative oder besondere Talente hat, ein Manager. Aber mit der 0 bedeutet es, ja, du hast sehr viel Potenzial in diesem Bereich, aber du wirst in deiner Kindheit, und natürlich ist auch das Thema des Vorlebens, wie in meinem anderen Video von heute ist, du wirst genau auf diesem Weg Schmerzen haben. Dieses Thema bringt irgendwelche Schmerzen, Herausforderungen mit sich. Probleme mit deiner Entfaltung. Und 1,0 bedeutet Verlust der männlichen Energie. Und das ist oft Verlust des Vaters oder der Vater selbst hat das Kind nicht unterstützt, unterdrückt, bekämpft. Und deswegen ist die Entfaltung der eigenen Kreativität, der eigenen Person mit so einem Schmerz verbunden. Immer wieder kommen Situationen, in denen man sich nicht stark fühlt, nicht als starke Manager, nicht als eine Individualität. Man versucht vielleicht immer noch jemandem zu gefallen, um die Liebe zu bekommen. Besonders wenn das vielleicht so eine Vaterfigur betrifft. Man möchte eine Leistung erbringen, noch ein Lob zu bekommen, statt seine Persönlichkeit zu entfalten. Diese 0 sagt, Schmerzen sind dabei,
bei diesem Thema, aber durch diese Transformation, genau durch diese Transformation, durch diesen Schmerz, entfaltet man diese besonderen Fähigkeiten. Erst dann zeigen sich diese besonderen Fähigkeiten. Die nächste Zahl, die Zahl 20. In meinem Buch steht sie gut beschrieben. Es sind visuelle Menschen, sehr intuitive, oft hellsichtige Menschen. Aber es gibt noch eine versteckte Bedeutung. Die Zahl 2, da geht es um die Beziehungen. Die Zahl 2 sind 2. Und die 2 in sich ist eine wunderbare Beziehung. Du und ich. 2 ist miteinander. Aber da kommt eine Null dazu und die bedeutet Verlust. Das bedeutet für diesen Menschen, dass in der früheren Kindheit eventuell, dass da ein Verlust war. Eine geliebte Person ist gegangen. Nicht nur in diesem Leben. Das ist das Thema vom letzten Leben, welches hier in dieser Inkarnation nochmal wiederholt aufgegriffen wird, um dieses Thema zu heilen, daraus zu lernen und weiterzugehen zu der Lebenszahl. Das heißt, dass für diese Person in dieser Inkarnation eine Beziehung mit einem Schmerz verbunden wird. Wenn das eine glückliche Beziehung ist, vielleicht mit dem Schmerz des Verlustes, Angst, dass der Partner geht. Wenn das eine weniger glückliche Beziehung ist, dann Angst vor Trennung, trotzdem Schwierigkeiten loszulassen, denn im Vorleben war die Trennung sehr, sehr schmerzlich für diese Person. Die nächste Zahl 30. Die Zahl 30 in sich ist Erfolg, ist dem Jupiter zugeordnet. Erfolg, Wachstum, Entwicklung, geistige, kreative Entwicklung, ja, Erweiterung. Es wird alles mehr, noch mehr Kreativität, mehr Lebensfreude. Aber dazu kommt eine Null, die uns sagt, im Vorleben hat man genau in diesem Bereich Schwierigkeiten gehabt oder einen Verlust erlitten. Das heißt, für diese Person in diesem Leben wird das Thema Erfolg, eigene Entwicklung, vielleicht auch Kreativität mit einem Schmerz verbunden sein, mit einem alten Schmerz aus der Vergangenheit, welcher sich in der Kindheit irgendwie verbunden hat oder wiederholt hat. Vielleicht war das ein super kreatives Kind, welches von den Eltern nicht unterstützt wurde. Oder ein Kind war sehr in einem Gebiet sehr erfolgreich, bis eine erwachsene Person gekommen ist und gesagt hat, ach, das, was du machst, ist nichts wert, ich kann das besser. Also eine erwachsene Figur hat dieses talentiertes Kind unterdrückt. Dieses Thema ist auch hier zu bereinigen. Denn die Seele möchte diese Themen aus der Vergangenheit bereinigen, ein Happy End, eine Auflösung erleben und zu der Lebenszahl gehen. Sich wirklich um das Thema der jetzigen Inkarnation kümmern. Und wenn du mehr über die Bedeutungen der Zahlen wissen möchtest, wenn du selber beraten möchtest, habe ich ein Buch geschrieben, Basiswissen für alle Zahlen, Zahlenkombinationen, Wissen über die Vergangenheit, spirituelle Fähigkeiten, alles, was die Zahlen bedeuten, Talente, Schicksal, Schicksalszahl, alles Mögliche, was wichtig ist. Dieses Buch gibt es auch in Spanisch, habe ich heute auch hier, in Englisch und wird es in anderen Sprachen später auch geben.
Der Link dazu ist unten und ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Video. Deine Inga.